Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei uns. Wir sind inzwischen aufgebrochen zu unserer zweiten Reise und die führt uns nach Südfrankreich und Nordspanien. Aber erst einmal fuhren wir gen Westen zum Schwarzwald, dort ein bisschen die Schwarzwald-Hochstraße nach Süden, bevor wir durch das Rheintal in die Vogesen eintauchten. In den Vogesen fuhren wir entlang des Kammes auf der Route des Crêtes nach Süden, dann durch den französischen Jura an den Städten Genf und Grenoble vorbei und nach Süden weiter auf die Route Napoléon. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin mit dabei seid und hoffen, wir können euch unsere Freude und unsere Erlebnisse gut vermitteln. Viel Spaß bei Episode 1 unserer zweiten Reise. An unserem ersten Reisetag fuhren wir bis zum Geroldsauer Wasserfall. Der liegt hinter Baden-Baden im Nordschwarzwald. Die Strecke betrug so ungefähr 330 Kilometer. Wir starten jetzt unsere Reise und ja, hoffentlich seid ihr auch dabei. Unser erster Spaziergang. Side by side, we sway there in all the colors. Also das war ein recht langer Tag heute. Wir sind gegen 12 Uhr heute Mittag gestartet. Unser erster Tag in die neue Reise, sage ich jetzt mal. Und da sind wir 6 Stunden ungefähr gefahren, glaube ich, oder? Waren ungefähr 6 Stunden. Staus, Genau. Baustellen oder Unfällen, leider. Ja, leider. Aber wir sind jetzt... Leider nur, was Unfälle betrifft. Es ist nicht schön, ja, so vorbeizufahren. Aber Ja gut, wir sind dann jetzt um 18 Uhr ungefähr hier angekommen und machen jetzt hier noch einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung zu diesem Wasserfall, den man vielleicht im Hintergrund ein bisschen sieht. oder nur hört wahrscheinlich. Oder nur hört. Ich hoffe, ihr hört uns. Sowieso. Okay. Und ja, hier werden wir auch heute Nacht übernachten, also nicht hier, sondern am Stellplatz oder am Parkplatz unten. Und dann schauen wir morgen weiter. Morgen geht es dann Richtung Frankreich. Aber hier sind wir im Nordschwarzwald, ganz in der Nähe von Baden-Baden. Und der Wasserfall heißt, glaube ich, Geroldsau Wasserfall. Und hier kann man ein bisschen ausspannen und sich sonnen, aber die Sonne fehlt im Moment. Nun, zum einen ist es abends und zum zweiten hat es heute auch geregnet. Also keine Chance. Also das mit der Absturzgefahr ist wohl etwas übertrieben. So gefährlich fast und wirklich nicht. Nun fuhren wir bei schlechtem Wetter weiter entlang der Schwarzwald-Hochstraße, überquerten dann das Rheintal bei Colmar und fanden einen ruhigen und schönen Stellplatz an der Route des Crêtes, einer Straße, die sich entlang dem Kamm der Südvogesen entlang schlängelt. Insgesamt waren das dann ca. 170 Kilometer.
So, nachdem wir gestern durch den Schwarzwald gefahren sind, sind wir dann rüber durchs Rheintal in die Vogesen und fahren inzwischen entlang der Route des Crêtes. Das ist die Kammstraße über die Südvogesen, um weiter nach Süden zu fahren. Schauen wir mal, wie weit wir heute noch fahren. Also im Moment arbeitet Ole im Auto. Wir haben gestern hier auf dem Kamm übernachtet. Das hat schon ganz schön gewindet. Aber der Wagen hat alles mitgemacht. Nein, alles mitgemacht ist nicht ganz richtig. Leider hat das Hubbett nicht funktioniert, zumindest die Elektrik nicht. Wir konnten es dann mit einem Akkuschrauber runterdrehen und wir werden schauen, ob wir irgendwo eine Werkstatt finden, die das reparieren kann. Aber mit dem Akkuschrauber ging es runter und wir konnten gut schlafen und heute Morgen es wieder mit dem Akkuschrauber hochschrauben. Ja, aber es ist schon ein bisschen lästig mit dem Akkuschrauber, aber es geht immerhin noch leichter als manuell. Hinter mir ist eine rote Piste. Ich weiß nicht, ob ihr das Schild seht. Da steht. Und ich bin so froh, es liegt kein Schnee und ich muss sie nicht runterfahren. Ja, ich bin mal eine rote Piste mit Skiern gefahren, Ski gefahren. Aber jetzt sieht es so harmlos aus mit den 2 Kühen, die sich hier ausruhen. Das ist viel schöner. Am Nachmittag ging es dann entlang der Route des Crêtes nach Süden aus den Vogesen heraus. In Cernay besuchten wir kurz eine Werkstatt, bevor wir dann den Elsass verließen und in den französischen Jura bis nach Pont-de-Roide fuhren. Insgesamt waren das ca. 130 Kilometer. Hier sehen wir die Vogesen und es geht rüber ins Rheintal. Und auf der anderen Seite des Rheintals, ich weiß nicht, ob man es erahnen kann, dürfte der Schwarzwald sein. Heute befinden wir uns in dem kleinen Städtchen Pont-de-Roide, das im französischen Jura liegt. Gestern sind wir aus den Vogesen hierher gefahren. Dazwischen waren wir noch bei einer Werkstatt, bei einer Camperwerkstatt. Jetzt geht wieder alles. Die haben uns wirklich super geholfen. Wir sind sehr zufrieden und konnten gleich weiterfahren und haben diesen netten Stellplatz an diesem kleinen Ort hier gefunden. Ole arbeitet wieder. Ich werde jetzt wieder Filme schneiden. Das Übliche am Vormittag. Wasser haben wir schon ausgetauscht bzw. aufgefüllt und Abfall entsorgt. Also jetzt kann auch ich arbeiten. Coffee break with delicious homemade cookies made by a very dear friend of mine. شكرا هنا مثل العادة كتير طيبين. And this should last the whole journey actually. No. Yeah. I don't want to show you how much there's in there, but But we Then you- already I think you can tell. Okay. ate quite a lot. Yes. More than planned. Very delicious. So, wir beide sind jetzt hier auf den Berg gegangen
hat eine kleine Wanderung gemacht und müssen jetzt langsam wieder umkehren, weil die Sonne geht unter und wir wollen im Hellen wieder unten sein. Aber es ist wunderschön hier oben. Der Blick auf die Stadt Pont du Roat, oder wie? Pont du Roat. De Roat oder de Roat? Ich habe schon wieder vergessen. Peinlich. Please forgive us, French people. Yes, please forgive us. Aber es ist wunderschön hier oben. Und es war ein schöner Spaziergang. Heute fuhren wir nach unserer täglichen Arbeit am Computer ca. 130 Kilometer weiter gen Süden entlang des französischen Jura und fanden bei Francine-le-Haut einen wunderbaren Stellplatz mitten im Wald und in den Bergen. Und zwischendurch gönnen wir uns eine kleine Pause an einer Raststation, die lokale Produkte vertreibt, und wir gönnen uns dort eine wirklich leckere Crème Brûlée. Tja, jetzt sind wir an unserem nächsten Halt bei Faucines-le-Haut. Das ist ungefähr noch 90 Kilometer von Genf entfernt, im französischen Jura, nicht weit entfernt von der Schweiz. Ein traumhafter Ort, ich wiederhole mich immer mit dem Wort traumhaft, aber es ist einfach schön hier. Wir haben auch schönes Wetter und wir haben einen Parkplatz gefunden, von dem wir vielleicht morgen eine Wanderung machen werden. Und das ist der tatsächliche Stellplatz heute Nacht. Wie viel haben wir jetzt geschafft? Also wir sind auf 1200 ungefähr. Also wir sind hier in einer sehr schönen Gegend zum Wandern und das haben wir dann heute auch gleich am Nachmittag gemacht, nachdem wir am Vormittag gearbeitet haben. Und jetzt sind wir hier auf dem Gipfel Boulay, also es ist knapp 1200 Meter. Also nicht sehr hoch, zumal wir bei 1000 Meter angefangen haben. Aber unser Auto steht ungefähr auf 1000 Meter Höhe. Das ist ein wirklich schöner Tag heute. Hallo Kühe. Also hier am Ende werden wir erfahren, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht nach einem Weg aus. Schau mal. Hallo Kuh. War das als Drehfossil oder Fossil bezeichnet? Fossil. Ja. Okay. Das ist nun der Wegepunkt La Madone. Und heute wird geduscht. Dazu müssen wir die Pumpe hier oben anstellen und die Heizung anmachen, damit wir noch ein bisschen Wasser haben. Ich mache heute Kaiserschmarrn. Ich weiß nicht, warum ich jetzt plötzlich Lust drauf habe. Ich habe jetzt nach einem Rezept geschaut und werde das jetzt vorbereiten. Schmeckt sehr lecker, unser Sonntagsfrühstück oder Sonntagsmittagsfrühstück.
Mhm. Wir verlassen nun den Jura, fahren an Genf vorbei und finden einen reizvollen Stellplatz ca. 20 Kilometer südlich von Genf mit Blick auf die Alpen. Insgesamt waren das ca. 120 Kilometer. Hier gibt es Wasser, Eau potable und auch Bücher. Man kann trinken und lesen. Okay, ich glaube, ich muss Jens lesen. Okay, das geht ohne. Von hier aus sehen wir unten den Genfer See und ganz hinten sieht man den Mont Blanc, den höchsten Berg der Alpen. Ich glaube 4800 Meter hoch ungefähr. Ja, heute haben wir nur 120 Kilometer geschafft. Wir sind ein bisschen aufgehalten worden, weil da ein Fahrradunfall leider war auf unserer Straße. Und da musste ich ein bisschen assistieren. Das ist ein alter Herr, der kopfüber auf die Straße geflogen ist und sich nicht bewegen durfte, bis der Notarzt kam. Und da haben wir halt versucht, ein bisschen zu helfen. Aber gut, das hat uns ungefähr eine Stunde gekostet. Dann sind wir weitergefahren. Ja, an Genf vorbei im Prinzip. Und jetzt hier an einem kleinen Ort auf dem Weg nach Annecy. Und weiter dann nach Grenoble. Ulla hat uns ein bisschen Salat vorbereitet und Käse mit dem Wein. Und Baguette. Und Baguettebrot haben wir, genau. Also heute ziemlich französisch. Guten Morgen, unsere Viewers. Würde mich interessieren, was das für ein Berg ist, der da so steil abgeht. So ein Plateau. Erinnert mich da an diese Bilder in Norwegen. Das stimmt, diese Schräge. Mhm. Wie kann man herausfinden? Eine Karte. Mal googeln in der Karte. Nach diesem reizvollen Ort und Stellplatz in dem Dörfchen Charly besuchten wir die pittoreske mittelalterliche Altstadt von Annecy. Nach diesem Besuch fuhren wir bei starkem Regen an Grenoble vorbei, wo wir aufgrund des schlechten Wetters nicht blieben, zu einem Stellplatz am Lac de Pétichet auf der Route Napoléon, der wir noch weiter nach Süden folgen werden. Insgesamt waren das ca. 190 Kilometer. Die Charles-Albert-Hängebrücke über den Fluss Ouse wurde 1839 fertiggestellt. Sie verkürzt den Weg der Annecy-Genua-Route um 1 Stunde und war notwendig geworden, da es zum einen zwischen dem calvinistischen Genf und dem katholischen Savoyen immer wieder zu Konflikten kam und die Route über Genf deshalb unmöglich wurde, zum anderen aufgrund der industriellen Entwicklung und des daraus resultierenden Bevölkerungswachstums.
Ja, hier sind wir in Annecy. Im Hintergrund seht ihr den Lac d'Annecy. Annecy ist eine mittelalterliche Stadt, die im 12. Jahrhundert gegründet wurde. Also Siedlung gab es hier schon seit 3000 Jahren und es gab auch eine römische Siedlung hier. Aber die Siedlung wurde öfters überfallen, sodass sie irgendwann aufgegeben wurde. Im 12. Jahrhundert wurde Annecy gegründet. Annecy war auch immer sehr interessant als Gegenpart zum Bischof von Genf, denn hier war die Gegenreformation, während in Genf die Calvinisten die Macht übernahmen. Ja, das ist im Wesentlichen alles, was man hier sagen kann. Es ist eine wunderschöne, pittoreske, mittelalterliche Stadt, wie ihr vielleicht selber sehen könnt. Hier ist noch ein wunderbarer Blick auf das Château d'Annecy. Das ist jetzt der Stellplatz für 2 Nächte und der liegt an 2 Seen, dem Lac de la Fraye und dem Lac de Pétichet. Diese Statue hier oben symbolisiert Napoleon, als er zurück aus Elba kam, wo er hin verbannt worden war, um nach Paris zu ziehen. Und es war der schnellste Weg bis nach Paris, der hier über die Berge ging. Und an dieser Stelle hier traf er auf ein Heer von Ludwig dem 18., glaube ich. Und er ritt vor die Soldaten und sagte ihnen: Hier bin ich bin euer Kaiser. Wer mich töten will, soll mich töten. Ansonsten geht mit mir. Und die Soldaten gingen mit ihm. Na Gott sei Dank. Okay. Wir werden uns nun also die nächsten Tage entlang der Route Napoleon nach Süden bewegen. Das heißt, der Route, die Napoleon nach Norden gewählt hatte, als er aus der Verbannung auf Elba geflohen war. Und heute sind wir im totalen Nebel versunken. Am Nachmittag verließen wir dann La Fraye und fuhren ca. 100 Kilometer nach Süden an Gap vorbei bis in die Nordprovence zu einem kleinen Dorf nördlich von Sisteron, das sich Claret nennt. Und das ist jetzt unser Stellplatz für heute Nacht zwischen Sisteron und Gap. Da könnte es laut sein, aber das finde ich angenehm, diese Art an Lautstärke. Nun, die Glocken haben uns zum Glück nicht gestört. Wir hatten eine wirklich ruhige Nacht. So ruhig, dass wir sogar eine zweite Nacht hier bleiben werden. Wir beenden aber hiermit dieses Video
und hoffen, ihr hattet Spaß mit uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal, also bei Video 2, wieder dabei seid.